Paris Mitte des letzten Jahrhunderts. Einerseits die Stadt der Liebe und des guten Lebens, der malerischen Alleen und Trottoirs, der Flaneure und Straßenmaler. Andererseits eine moderne Großstadt, hektisch, laut, noch erschüttert von den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges und zugleich schon im Rausch dessen, was da kommen wird. Das große Zeitalter des Konsums. Bunte Plakate, Reklame und Hollywood-Filme werden im Staccato an die Mauern der Stadt geklebt, überklebt und von anonymer Hand zerrissen. Renoir und Jacques Villeglé entdecken die zerfetzten Plakate für sich und nehmen 1949 den ersten Plakatabriss mit. Eine Decollage, die gewissermaßen den umgekehrten Weg der Collage nimmt und erst durch Hinwegnahme, durch Freilegung oder eben Plakatabriss entstanden ist. Sie nennen ihn Ach Alma Manetro. Die zerfetzten Plakatwände erscheinen beiden als völlig neues Ausdrucksmittel ihrer Zeit. Als Kunst, die von allen gemacht ist, nicht von einem. Aber auch als Inspirationsquelle für andere Arbeiten, für Bücher, Filme und Fotografien. Dabei ist der künstlerische Akt auch durch die verbotene Wegnahme von Gegenständen aus dem Stadtbild definiert. Regelmäßige Streifzüge befördern Plakatausschnitte, Schilder und 1959 gar einen ganzen plakatierten Bauzaun zutage, den Ars dem Stadtbild regelrecht entreißt und später ausstellt. 1957 entdeckt auch François Dufresne die Decollage für sich. Als Dichter, als lautmalerischer Poet findet er einen ganz neuen Zugang, indem er die verwitterten Rückseiten der Plakatwände Schicht für Schicht freilegt, zerkratzt, zerreißt. In Italien schafft Mimo Rotella eigene Decollagen, nimmt Plakatabrisse mit ins Atelier, nutzt sie als Experimentierfeld für abstrakte Arbeiten und zerreißt Filmplakate mit Marilyn Monroe, Bogart und Bergman. Der deutsche Künstler Wolf Forstell schließlich eignet sich den Begriff als Decollage an, der neben Plakatabrissen auch Happenings umfasst. Als radikale Analyse soll seine Kunst scheinbar selbstverständliche gesellschaftliche Umstände in ihrer Absurdität sichtbar werden lassen und auseinandernehmen. Und obwohl die Zeit der Affichisten nur eine recht kurze war und Villeglé einer der wenigen Künstler ist, die noch heute Plakatabrisse ausstellen, lebt die Decollage doch ganz selbstverständlich fort. In flüchtigen Abrissen, Eingriffen und Veränderungen im Stadtbild durch anonyme Passanten oder durch Witterung, absichtlich oder beiläufig. Und damals wie heute natürlich nicht unbedingt legal.